1948 ging der Schweizer Ingenieur Georges de Mestral auf eine Wanderung und wurde von Kletten geplagt, die an seiner Hose und am Fell seines Hundes festhingen. Das brachte ihn auf eine Idee. Der Klettverschluss war geboren. Die Erfindung fand weltweite Verbreitung und wurde sogar in der Raumfahrt eingesetzt. Auch heute noch ist der Schweizer Erfindergeist präsenter denn je. Seit 13 Jahren in Folge führt die Schweiz den Global Innovation Index an und treibt Innovationen nicht nur in herkömmlichen Bereichen wie der Mechanik, Fintech oder IT voran, sondern nimmt auch eine führende Rolle beim Thema künstliche Intelligenz ein. Ein Thema, das auch in der Schweiz sehr präsent ist. Das zeigen die Google Trends-Daten. Das Interesse an KI ist in den letzten 2 Jahren regelrecht explodiert. Wie wird sich dieser Trend für unser Land und unsere Wirtschaft auswirken? Eine aktuelle Studie der Implement Consulting Group liefert entscheidende Einblicke. Die Schweiz steht in Europa an der Spitze der KI-Forschung und Entwicklung. Was bedeutet diese Vorreiterrolle für die Schweizer Wirtschaft? Anlässlich des 20-jährigen Geburtstages von Google Schweiz wollten wir wissen, was bewegt die Schweiz? Das ist die Geschichte hinter den Suchtrends der Schweiz. Das ist Christine Antlanger-Winter. Sie ist Country Director von Google Schweiz. Bei Google beschäftigen wir uns schon lange mit künstlicher Intelligenz. Seit 2016 steht das Thema im Zentrum unserer Unternehmensstrategie. Was wir jetzt auf Google Trends sehen, ist faszinierend. Das Thema generative KI ist jetzt in der breiten Öffentlichkeit angekommen. Die Schweiz hat viele gute Voraussetzungen, um mit KI durchzustarten. Erstens gibt es hervorragende Fachkräfte hier in der Schweiz auf sehr engem Raum. Und zweitens sind wir in einem Umfeld, wo Forschende und Unternehmen sehr eng zusammenarbeiten. Das gibt der Schweiz wirklich eine gute Voraussetzung, um in KI führend zu sein und auch Ideen sehr schnell umsetzen zu können mit dieser Technologie. Die KI-Landschaft in der Schweiz ist durch mehrere bedeutende KI-Innovationszentren gekennzeichnet. In Zürich und Lausanne haben die beiden eidgenössischen technischen Hochschulen, die ETH Zürich und die EPFL, jeweils ihre KI-Zentren aufgebaut, die Spitzenforschung und Entwicklung im Bereich der KI vereinen. Diese Zentren haben KI-Unternehmen angezogen, um Schweizer Niederlassungen zu eröffnen, wie die Isomorphic Labs von Google DeepMind. Genf wiederum ist ein Zentrum der internationalen Zusammenarbeit und Standardisierung im Bereich KI mit dem CERN, Internationalen Organisation für Normung, kurz ISO, und der International Telecommunication Union, kurz ITU, die allesamt die weltweite KI-Entwicklung prägen. Und Lugano sticht hervor mit der USI, die das erste KI-Masterprogramm in der Schweiz hatte, und dem Swiss Supercomputing Center, CSCS, Heimat des Alps Supercomputer, einem der schnellsten Supercomputer für wissenschaftliches Rechnen und KI. Was diese KI-Spitzenforschung für die Wirtschaft des Landes bedeutet, hat die Implement Consulting Group im Auftrag von Google Schweiz untersucht. Die Ergebnisse wurden gemeinsam mit Economie Suisse am Tag der Wirtschaft vorgestellt. Monika Rühl, Vorsitzende der Geschäftsleitung von Economie Suisse, sieht in den Ergebnissen große Chancen für die Schweiz. Generative KI ist ein technologischer Gamechanger. Sie läutet eine neue Ära ein, die für Wirtschaft und Gesellschaft beträchtliche Chancen bereithält. Die Studie zeigt, eine schnelle Implementierung von KI könnte bis in 10 Jahren rund 80 bis 85 Milliarden Franken pro Jahr zum BIP beitragen, was etwa 11% zusätzlichem Wohlstandswachstum entspricht. Darüber hinaus unterstützt uns generative KI dabei, die Herausforderungen unserer Zeit anzugehen, wie den Fachkräftemangel, den Klimawandel oder das Kostenwachstum im Gesundheitswesen. Die Studie zeigt zudem, KI wird nicht nur den Technologiesektor, sondern besonders den Dienstleistungssektor transformieren. 80% des wirtschaftlichen Potenzials von generativer KI liegt im Dienstleistungssektor, in Bereichen wie Finanzen, Rechtswesen oder öffentliche Verwaltung. Und bei Aufgaben, die zum Beispiel Sprache, Programmierung oder auch kreative Inhalte betreffen, kann KI wirklich herausragende Leistungen erbringen. Laut der Studie sollen rund 2/3 der Arbeitsplätze in der Schweiz durch generative KI erweitert werden. Das führt zu einer deutlichen Produktivitätssteigerung.
Generative KI kann Aufgaben automatisieren und den Mitarbeitenden so mehr Zeit für Tätigkeiten mit mehr Wertschöpfung verschaffen. Wie das in der Praxis aussehen kann, zeigt das Schweizer Fintech-Startup Yokoi. Das ist Philipp Sali, CEO von Yokoi, ein Startup aus Zürich. Sein Ziel, das Ausgabenmanagement von Unternehmen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz zu vereinfachen. Yokoi ist eine Ausgabenmanagement-Plattform, die mittels künstlicher Intelligenz die Rechnungsverwaltung, das Spesenmanagement und auch das Kartenmanagement automatisiert, von der Rechnung, von der Quittung bis hin zur korrekten Verbuchung im Finanzsystem, um wirklich eine komplette Automatisierung im Ausgabenmanagement hinzukriegen. Yokoi arbeitet mit Unternehmen zusammen, die in der Regel komplexe Strukturen haben, die sich oft über mehrere Einheiten erstrecken. Das Ziel ist klar. Unsere Vision ist die globale Abdeckung eines Ausgabenmanagements, welches immer näher an das Zero-Touch rankommt, also immer näher an die autonome Verarbeitung rankommt und nur noch die Ausnahmefälle für eine manuelle Kontrolle rausgibt. Ein gutes Beispiel ist im Spesenbereich, bei dem heute immer noch viele Regeln verwendet werden, wie zum Beispiel eine Hotelnacht darf Maximum einen gewissen Betrag haben. Nur das ist eigentlich die Vergangenheit, weil man weiß, dass Hotelpreise nicht statisch sind. Von dem her, man braucht hier viele Daten und auch die künstliche Intelligenz, die Yokoi mit einbindet und ins Zentrum stellt, um dort all dieses Wissen reinzukriegen und auch die Prozesse möglichst schnell, möglichst effizient und vor allem autonom abdecken zu können. Yokois Vision eines autonomen Ausgabenmanagements verdeutlicht nicht nur das Potenzial von KI, sondern auch die Notwendigkeit, Fachkräfte für diese neue Technologielandschaft auszubilden. Die Studie zeigt allerdings, dass die Schweiz gerade bei der Entwicklung und Förderung von KI-Talenten noch Verbesserungspotenzial hat. Damit die Schweiz die führende Rolle im Thema künstliche Intelligenz voll ausnutzen kann, braucht es ein Investment in Aus- und Weiterbildung für KI-Talente und für Fähigkeiten rund um künstliche Intelligenz. Gemeinsam mit starken Partnern wie den regionalen Arbeitsvermittlungszentren, der Zürcher Handelskammer, Digital Switzerland, stellen wir Stipendien zur Verfügung für jobbezogene Weiterbildung im Bereich generativer KI. Damit wollen wir einen Beitrag leisten, dass gemeinsam mit Partnern die Schweiz das Potenzial von künstlicher Intelligenz voll nutzen kann. Diese Online-Kurse ermöglichen auch berufsbegleitend jobrelevante Fähigkeiten in einem flexiblen, praxisnahen Umfeld für IT-Bereiche wie Cybersecurity, Datenanalyse und neuerdings auch KI-Grundlagen zu erwerben. Doch um das volle Potenzial dieser Technologie auszuschöpfen, bedarf es eines ganzheitlichen Ansatzes. Um die KI-Chancen zu realisieren, müssen wir in Ausbildung, Forschung und Infrastruktur investieren. Gleichzeitig gilt es, mit dem uns eigenen Pragmatismus optimale Voraussetzungen für KI-Entwicklung und Einsatz zu schaffen. Dabei müssen wir auch über Risiken sprechen und diese eingrenzen. Der Erfolg der Schweiz im KI-Zeitalter hängt maßgeblich davon ab, wie gut alle Akteure von der Wirtschaft über die Bildung bis zur Politik zusammenarbeiten. Nur so kann die Schweiz ihr volles Potenzial in der KI-Ära entfalten und ihren Wohlstand nachhaltig sichern. Seit 20 Jahren ist Google in der Schweiz und wir sind begeistert von der innovativen Kraft dieses Landes. Die Schweizer Tech-Szene inspiriert uns täglich und wir freuen uns sehr, dass wir seit 20 Jahren unseren Beitrag dazu leisten konnten, dass sie sich so gut entwickelt. Wir sind überzeugt, Innovation ist ein wichtiger Faktor für große Herausforderungen unserer Zeit. Deshalb setzen wir uns gemeinsam mit Partnern aus Bildung, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft für eine innovative Schweiz ein, damit alle von den Chancen der Technologie profitieren können. In der Schweiz erfinden wir gemeinsam. Wir freuen uns auf die nächsten 20 Jahre und sind gespannt, welche Innovationen und Suchtrends die Schweiz noch bewegen werden.